Ja, hallo, moin moin, da bin ich wieder. Na, fällt euch mittlerweile immer noch nicht die Decke auf den Kopf? Vor lauter Hashtag wir bleiben zu Hause. Also mir ganz ehrlich gesagt gar nicht, sondern habe wirklich viel zu tun. Bin heute damit angefangen, hier ein paar Schubladen zu bauen, wo ich meinen ganzen Maulschlüssel mal drin unterbringe. Ja, und während ich dann so hier am Sägen und am Werkeln war, fiel mein Blick hier auf meinen Bandschleifer und dachte, ha, da kann ich euch doch mal was zu erzählen. Ja, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, bin ich immer ganz fleißig dabei, meine Werkstatt möglichst praktisch einzurichten und auch die Geräte, die ich habe, das ein oder andere doch etwas zu optimieren. Ja? Also, jeden an euch, der so einen Bandschleifer hat, ob es nun dieser hier ist von Bosch, der PWS 75AE oder auch einen ähnlichen Bandschleifer. Man ist natürlich froh, einen zu haben, also wirklich verzichten möchte ich absolut gar nicht mehr darauf. Doch mit der stationären Anbringung ist das immer so ein bisschen, ja, Freud und Leid liegen da echt dicht beieinander. Ihr kennt das, zumindest hier bei diesem Bandschleifer, dem Bosch PWS 75AE, sind, um ihn stationär montieren zu können, einmal hier diese Adapter dabei und dann diese Schraubzwingen, ne? Nennt man auch Schraubzwingen, ja? Womit der Bandschleifer dann an der Werkbank festgemacht wird. Ja, was soll ich sagen? Ist zwar aus stabilem Metall, aber sicherlich der eine oder andere kennt es. Erstmal ist es ziemlich ein bisschen Fummelei, das dran zu machen. Und dann das größte Problem, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass diese Dinger sich beim Arbeiten mit dem Bandschleifer irgendwann lösen. Und dann so langsam fängt der Bandschleifer an zu wandern. Und man muss ständig wieder hier die Schrauben nachziehen. Ja, man steckt das hier unten an die Werkbank, dreht das fest, arbeitet, irgendwann Schrauben lösen sich und so langsam ruckelt er von der Stelle. Fand ich wirklich nicht so prickelnd. Allen voraus auch, wenn ich den Bandschleifer vertikal an die Werkbank verschrauben will. Also fummelt man das da so ein bisschen rein, schiebt das hier fest. Nee, nicht wirklich, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also sicheres Arbeiten ist für mich was anderes. Ja, als ich mir hier meine neue freistehende Werkbank gebaut habe, letztes Jahr, und ich den Bandschleifer auch an der Werkbank wieder fixieren wollte, kam nämlich noch folgendes Problem hinzu, nämlich hier meine Bankstütze. Die ist zu breit, als dass ich hier noch diese kleinen, süßen, niedlichen Schraubzwingen da dran anbringen kann. Und hatte dann hin und her überlegt, wie ich das mache, und kam dann auf die Idee, für einen Halter, den ich direkt hier so auf die Werkbank verschrauben kann. Und der sieht so aus. So, in sich werdet ihr sagen, was ist das denn? Ein Stück Holzklumpen. Ja, mag vielleicht auch so wirken, aber dieses bisschen Holz hat es echt in sich. Ich zeige euch das mal. Kleinen Moment, ich hole euch dafür mal ran. Ich hatte schon gesagt, sieht im Moment vielleicht so ein bisschen klobig und simpel aus, aber dieser Halter hat es eigentlich schon wirklich in sich. Und zwar kann ich damit den Bandschleifer sowohl ganz normal gerade stehend als auch vertikal an der Werkbank anbringen, und das mit relativ wenigen Handgriffen.
Dazu sei vorher etwas erklärt. Also hier ist diese Auskerbung, Ausschalung. In die passt exakt dieser stationäre Adapter von dem Bandschleifer hinein. Ja? So, normalerweise, ich wiederhole mich, kommen hier ja diese Schraubzwingen hinein. Und dafür habe ich, ihr seht hier so, Schrauben, die hier hochstehen und kleine Nuten, die ich hier hineingefräst habe. Da habe ich mir hier aus Alu-U-Profilen, die sind hier einmal vorgebohrt, deswegen hier so auch die Nuten. Da passen die exakt hinein und das andere Ende kommt hier in die Löcher von dem Adapter, wo sonst die Schraubzwingen hineinkommen. Und diese kleinen Aluhalter werden auf den Adapter festgeschraubt. So, bevor ich nun den Bandschleifer hier drauf festmache, befestige ich den Adapter erst auf der Werkbank. Dafür habe ich, wenn der Adapter nicht da ist, sieht das ein bisschen wild aus. Hier sind also 8 Einschlagmuttern hier in der Werkbank eingelassen. Die sind so gemacht. Hier seht ihr 4 Bohrungen, das sind 8 mm Bohrungen, die exakt hier so auf diese Einschlagmuttern, auf diese Durchführung durch die Werkbank passen. Ich habe hier ganz normale M8er Schrauben. So, kann die hier reinsetzen. So, in das Löchchen finden. Ich habe hier noch zusätzliche Flügelmuttern. Die kann ich noch mit von unten anziehen, muss aber eigentlich nicht, weil das durch die Einschlagmuttern eigentlich wirklich sehr gut hält. So, nehme hier nun meinen Akkuschrauber. Wie ihr seht, sitzt der Adapter jetzt wirklich schon mal wirklich bombenfest hier an dieser Werkbank drauf. Ja? Nun kommt der Bandschleifer auf den Adapter. Also dafür nehme ich jetzt hier meine Alu-Profile, die ich hier vorbereitet habe. Stecke die. Ich habe die genau nummeriert, weil die Schrauben nicht alle exakt an der gleichen Stelle durchgebohrt waren, sodass es dann halt auch immer passt. So, stecke hier so. Jetzt diese kleinen Profilschienen hinein. Da kommt die 2 hin und da die 4. So seht ihr das? An beiden Seiten sind die. So, hier sind ja die Bohrungen und die kommen jetzt genau hier über diese M6er Schrauben. So, habe dann hier wieder die Flügelmutter, womit ich das ganz einfach fixiere. Und wenn ich jetzt schleife, da bewegt sich gar nichts mehr. Ja? Also da löst sich auch nichts, das sitzt wirklich ausreichend fest. Kann jetzt noch hier meinen Parallelanschlag da hinten wieder dran machen. So, habe jetzt hier meinen Parallelanschlag wieder dran. Und jetzt habe ich ja noch für die Staubentwicklung, habe ich hier noch den Mikrofilter, den ich da hinten noch anschließen kann. Aber auch daran habe ich gedacht, weil der Mikrofilter nimmt zwar, ja, der nimmt schon einiges an Staub auf, aber er saugt halt nicht den Staub weg, der beim Schleifen hier so durch das Gerät in sich selber verteilt wird. Also wenn das Band läuft, fliegt ja auch Staub herum. Wenn man jetzt hinten einen Staubsauger anschließt, wird das nochmal aus der Maschine mehr herausgesogen. So, nun kann ich natürlich noch mittels dieses Adapters
hier hinten an den Staubsauger, an den Bandschleifer, hier einen Staubsaugerschlauch anschließen. Aber ihr seht, der liegt hier ziemlich im Weg, ja? Ich zeige euch das mal. Warte. So, wie ihr seht, ja, liegt der Schlauch da herum und man trappelt da mit den Füßen drauf rum oder man stolpert drüber her. Ich zeige euch einmal nochmal hier. Da hinten ist ja hier mit diesem Adapter angeschlossen und hier der starre Schlauch, der kann sich auch mal schnell beim Schleifen lösen. Kann nicht, sondern tut er auch wohl mal ganz gerne, weil da einfach viel zu viel Bewegung im Spiel ist. So. Und wie gesagt, vor allen Dingen störend ist einfach hier mal der Schlauch vor den Füßen. Dafür habe ich folgende Lösung. Und zwar, ich nehme das mal hier ab. Da seht ihr ein Loch. Und da seht ihr einen Verlängerungsschlauch von meinem Staubsauger. Der war bei diesem Kärcher, das ist der WD6P, war der mit dabei. Also wer den nicht hat, kann ich nur empfehlen. Also so ein Verlängerungsschlauch, der eigentlich auf alle Maschinen drauf passt. So, jetzt stelle ich euch mal wieder auf Stativ. So, nun habe ich hier, wie gesagt, diesen Verlängerungsschlauch. Habe hier das Loch, was ich hier in die Werkbank hineingebohrt habe. Kann jetzt hier von unten den Schlauch durchstecken. Schließe den hier hinten an. Nehme das. Das ab. Klemme jetzt hier einfach an meinen Staubsauger, den ich ein bisschen weiter wegstelle. Nun liegt hier natürlich immer noch Schlauch auf dem Boden, aber er liegt flach und liegt mir nicht mehr so im Weg. Und kann dann, ich habe den Staubsauger hier über so eine Funksteckdose angeschlossen und kann ihn direkt so, und habe es genauso schnell wieder ausgeschaltet. Mir liegt hier also nichts im Weg herum. Halt auch nicht, wenn ich halt diesen Adapter dran habe und habe direkt diesen Staubsauger-Endstück da dran, die Starre, was schnell abrutscht. Das sitzt wirklich bombenfest, es stört nichts und der Staub wird super gut weggesogen. Ja? Soweit zu der Befestigung. Einmal im normalen, ja, horizontalen Zustand, ich nenne es jetzt mal so. So, jetzt haben wir ja noch die Möglichkeit, den Bandschleifer hochkant an die Werkbank zu machen. So, ich mache das dafür mal wieder ab. Jetzt habe ich den gelöst. So, und deswegen 8 Einschlagmuttern. Die anderen, die sind so gesetzt, dass dieses Endstück hier jetzt genau an der Kante von der Werkbank liegt. Setze das da wieder rein. Um den Hochkant festzumachen, brauche ich nur 2 von diesen Halterstäbchen, ja, damit mir die anderen nicht verloren gehen. Ihr kennt das, ne? Fliegen dann rum, zack, weg sind sie. Setze ich die hier hinten einfach wieder dran. So. Da sitzen die gut und sicher und gehen nicht verloren. Jetzt kommen die anderen beiden hier in diese Halter hinein, in diese Öffnung. Nummer 1 und auf der Seite der andere. Und die kommen jetzt hier so auf diese beiden Schrauben drauf. Damit das hält, ist hier noch diese Erhöhung dran, damit das nicht zu den Seiten wegrutscht. So. Nehme wieder meine Flügelmutter.
So, festgezogen, Nummer 1 und Nummer 2. So, wie ihr seht, sitzt auch der hier wirklich ausreichend fest. Kann jetzt den Staubsaugerschlauch hier direkt wieder an die Seite dran setzen. Kann noch, wartet euch, ich hole euch mal den rum und kann jetzt den Bandschleifer ganz bequem hier im vertikalen Zustand. Ja, wie ich den nun gebaut habe, das zeige ich euch jetzt. Kurz aber erklärt, selber habe ich das aus, hatte ich vorhin schon mal gesagt, aus so Restholzstücken hier von der Bankschürze. Habe da alle hier und da Holz zusammengeklebt, zusammengefügt. Ja. Habe aber die Skizzen so aufgebaut, wie man das recht einfach aus, ich glaube 12 mm Multiplexplatten, ja, ich glaube 12 mm waren das, nachbauen kann. Wenn man sich die Bauanleitung anguckt und die Skizzen, ist es eigentlich auch sehr selbsterklärend und auch ratzfatz gemacht. Ja? Aber wie gesagt, wie genau, zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Ja, los geht's hier mit der Baubeschreibung und den Bauplänen. Zunächst haben wir hier die Skizze 0, Plan Holzzuschnitt. Darauf kann man sehen, wie groß die Platte sein muss, die ich für die einzelnen Elemente brauche. Und zwar so, dass ich den möglichst geringsten Zuschnitt habe. Also pro Schnitt habe ich 5 mm Zugabe berücksichtigt, sodass bei einer Sägeblattstärke vom im Schnitt 2,4 mm noch genügend Spiel ist. Nachdem die Elemente zugeschnitten sind, wird zunächst auf die Grundplatte, Element Nummer 1, die Seitenteile aufgeleimt. Dazu müssen jeweils 2 der Elemente 2 aufeinander verleimt werden und die anschließend seitlich auf die Grundplatte. In der Zeit, wo der Leim trocknet, können für die Vorder- und Rückstützen jeweils die Elemente 3 immer 2 Stück wieder aufeinander verleimt werden. Und eines von diesen Teilen, die Rückenstütze, wird nun zwischen die beiden Seitenteile aufgeleimt, so dass es da komplett bündig anliegt. Für die Vorderstütze muss nun erst eine Rundung aufgezeichnet werden, und zwar die von dem Original Bandschleiferadapter. Also man stellt den Bandschleiferadapter da drauf, zeichnet das nach, sägt es mit einer Dekupiersäge aus und muss das anschließend nochmal mit einem Dremel oder mit einem Schleifgerät angepasst werden, da der Originaladapter von dem Bandschleifer schräg nach oben ausläuft. So, wenn das alles exakt passt, wird diese Vorderstütze nun auf den Adapter eingeleimt. Und zwar halt an das andere Ende, so wie man hier in der Skizze 6 auch sieht. Jetzt geht es weiter mit den Aluhaltern. Verwendet habe ich dafür Alu-O-Profile eloxiert mit den Maßen 1,5 x 15 x 8 mm. Aus diesem Alu-O-Profil werden nun 4 Aluhalter gesägt. Und zwar 2 Stück in der Länge von 75 mm und 2 mit 70 mm. Alle 4 Aluhalter werden so wie hier in dieser Skizze mit einem 6,5 mm Metallbohrer mittig und mit 20 mm Abstand von dem einen Ende durchgebohrt. Die Enden kann und ist sehr nützlich, die nochmal zu entgraten auf jeden Fall und leicht abzuschrägen. Dann lassen die sich nachher einfacher in den Adapter hineinstecken. Jetzt kommen wir zu dem Fräsen der Nuten für diese Aluhalter. Die Nuten sind insofern wichtig, als dass die Aluhalter nachher auch fest auf diesem Werkbankadapter sitzen bzw. nicht hin und her rutschen. Ihr seht hier in der Skizze
die Maße, mit denen ich diese Nuten angegeben habe. Um aber wirklich den exakten Punkt festlegen zu können, geht man da wie folgt vor. Also die Aluhalter werden in den abgeschraubten Originaladapter hineingesteckt, und zwar mit der flachen Seite nach unten, und dann einfach mit dem Bleistift die Außenkanten nachzeichnen. Nun kann man auf der Tischkreissäge mit einer Tiefe von so 3 mm die Nuten sägen, und zwar genau dort, wo vorher die Striche gemacht worden sind. Sind die Aluhalter fertig, bohren wir im nächsten Schritt die Löcher für die Befestigung des Bandschleifers an der Werkbank und auch des Bandschleifers auf dem Adapter. Wir fangen aber an mit den 8 mm Löchern für die Befestigung auf der Werkbank. Die habe ich hier in der Skizze eingezeichnet, auf der linken Seite mit 20 mal 20 mm Abstand und auf der rechten Seite mit 90 mal 20 mm. Ja, und diese Löcher werden mit einem 8 mm Bohrer komplett durch den Werkbankadapter durchgebohrt. Nun müssen diese Bohrungen auf der Rückseite, also auf der Unterseite, versenkt werden. Das habe ich mit einem Forstner-Bohrer gemacht, mit einem 20 mm Durchmesser, und habe die Löcher ca. 10 mm tief gesenkt. Aber nur die Löcher mit dem 6 mm Durchmesser. Der Adapter einmal wieder umdrehen, und ich habe über die 8 mm Löcher U-Scheiben angebracht, damit sich später beim Festschrauben auf der Werkbank die Sechskantmutter nicht mal so ins Holz reindreht. Ja? Man kann jetzt diese U-Scheiben einfach oben aufkleben. Ich selber habe die wieder etwas mit dem Forstner-Bohrer, mit dem 22 mm Forstner-Bohrer eingesenkt und da die U-Scheiben eingeklebt, sodass sie bündig in diesem Werkbankadapter einliegen. Weiter geht's mit den hinteren Stützen. Die hinteren Stützen sind dafür da, um den Bandschleifer halt auch hochkant in den Adapter einsetzen zu können. Hier verleimen wir jetzt zunächst wieder jeweils 2 der Elemente 4 aufeinander. Diese müssen an der einen Seite, an der kurzen Seite, so ungefähr im 15 Grad Winkel schräg abgesägt werden. Ansonsten lassen sich nachher nämlich die Flügelmuttern nicht mehr drehen. Exakt in der Mitte dieser Stützen bohren wir wieder ein 6 mm Loch komplett durch. Sind die soweit fertig, werden diese hinteren Stützen hinten oder rechts ans Ende auf dem Werkbankadapter wieder aufgeleimt. Man kann die auch nochmal von unten mit einer Senkkopfschraube sichern. Ich selber habe es einfach verleimt und das hält wirklich super gut. Jetzt müssen natürlich auch in den hinteren Stützen wieder Nuten hineingesägt werden. Da gehen wir genauso vor wie vorhin mit den anderen Nuten. Wir stecken die Aluhalter wieder in den Originaladapter hinein, setzen den zwischen die hinteren Stützen und zeichnen mit dem Bleistift die äußeren Kanten von den Aluhaltern nach. Um das nun dort hineinzufräsen, die Nuten, muss man nochmal ein gleich hohes Holzstück wie die seitlichen Stützen, wie die hinteren Stützen vorne auflegen, damit der Werkbankadapter, weil ich den ja nun einmal drehen muss auf der Tischkreissäge, damit das halt nicht kippelt. Ja, so, und dann werden auch hier wieder ca. 3 mm tiefe Nuten einfach eine Sägeblattstärke durchgesägt. Anschließend sollte das dann so aussehen wie hier auf diesem Bild. Bevor es jetzt weitergeht, müssen wir noch die 6 mm Löcher, die in den beiden seitlichen Stützen sind, hinteren Stützen sind, also hinten in diesen erhöhten Stützen, die bohren wir noch einmal komplett durch den Werkbankadapter durch. Drehen anschließend den Werkbankadapter um und senken auch hier
die 6 mm Löcher, circa 10 mm tief mit einem 20 mm Forstnerbohrer. In diese Sackbohrung von den 6 mm Löchern werden nun Einschlagmuttern eingesetzt. Dabei geht man wie folgt vor. Man nimmt eine Einschlagmutter und dreht da eine 6 mm Sechskantschraube hinein, steckt das dann in das Loch und in diese Sackbohrung, nimmt einen Metallhammer und schlägt richtig feste drauf. Ich selber habe da noch etwas Epoxykleber unter den Einschlagmuttern aufgetragen, damit die wirklich fest drin sitzen und sich wirklich nicht mehr lösen können. Aufmontieren des Bandschleifers nachher schneller handeln zu können, habe ich die Aluhalter nummeriert, weil die ja unterschiedliche Längen haben, und habe diese Nummern sowohl auf den Aluhaltern als auch auf dem Werkbankadapter aufgeschrieben, und so bringt man die dann definitiv nicht mehr durcheinander. Der fertige Werkbankadapter sollte nun so in etwa hier wie auf dieser Skizze 16, aussehen. Ja? Was noch fehlt, sind jetzt natürlich die Schrauben. Das heißt, M6 x 50er Sechskantschrauben werden nun von unten durch die Einschlagmuttern und den Werkbankadapter verschraubt, bis sie fest anliegen. Hinten bei den hinteren Stützen müssen wir längere Schrauben nehmen, und zwar M6 x 70er Sechskantschrauben. Dann habe ich noch M8er Sechskantschrauben. Meine sind 80 mm lang. Es liegt daran, die Länge dieser Sechskantschrauben richtet sich nach der Stärke eurer Werkbank. Ja, also Sie müssen natürlich unten rausgucken, sodass ich es auch von unten gegebenenfalls noch kontern kann. Kommen wir nun dazu, die Vorbereitungen, um den Adapter auf der Werkbank zu verschrauben. Wir suchen die passende Stelle auf der Werkbank aus, wo der sitzen soll, und legen ihn bündig an die Tischkante. Nützlich ist es, da ein Stützbrett an der Tischkante anzubringen, sodass das nachher nicht verrutscht. Ja? Mit einem 8 mm Holzbohrer werden nun diese 4 Löcher in den Werkbankadapter durch die Werkbank durchgebohrt. Sind diese Löcher gebohrt, richten wir nun den Werkbankadapter parallel zur Tischkante aus, und zwar so, dass die bereits gebohrten Löcher, diese 4, die wir gerade gebohrt haben, möglichst verdeckt sind. Also es passt. Man dürfte die eigentlich nicht mehr sehen, die anderen 4 Löcher. So, und auch hier werden nun wieder mit einem 8 mm Holzbohrer alle 4 Löcher durch die Werkbank durchgebohrt. Ich selber habe auch hier wieder Einschlagmuttern verwendet. Das heißt, ich habe diese 8 gebohrten Löcher mit einem 22 mm Forstnerbohrer ca. 5 mm tief gesenkt. Und dort habe ich dann die Einschlagmuttern eingesetzt, auch wieder unten ein bisschen Epoxykleber dran gemacht, damit die wirklich gut halten. Ja, wichtig dabei ist auf jeden Fall, dass die Einschlagmuttern bündig mit der Tischplatte verlaufen. Sind sie zu hoch, kippelt der Werkbankadapter nachher. Ist nicht so sinnvoll, und dann könnte es auch sein, dass die Einschlagmuttern schneller mal rausreißen. Jetzt können wir anfangen, den Werkbankadapter auf die Werkbank festzuschrauben. Ich nehme meine M8er Sechskantschrauben und schraube die mit einer 13er Nuss von oben durch den Adapter und durch die Einschlagmuttern. Man kann nun noch von unten unter der Werkbank die Sechskantschrauben nochmal mit Flügelmuttern oder normalen Muttern nochmal fixieren oder kontern. Ich habe mir da so U-Scheiben drunter geklebt, sieht nicht so toll aus, aber ist ja unter der Werkbank, sieht keiner. Habe aber auch festgestellt, dass ich das eigentlich gar nicht mehr mit den Flügelmuttern nochmal extra sichern muss. Also der sitzt wirklich super gut, auch
ohne das Kontern mit den Flügelmuttern. Sitzt der Adapter jetzt auf der Bank, auf der Werkbank, werden die Aluhalter in die Öffnung von dem Originaladapter, von dem Bandschleifer hineingesteckt und dann den Bandschleifer hochkant mit den Aluhaltern auf den Schrauben aufsetzen. Jetzt brauche ich nur noch meine Flügelmutter nehmen und ziehe die fest und der Bandschleifer sitzt. Möchte ich den Bandschleifer hochkant an die Werkbank anbringen, brauche ich nur 2 Aluhalter. Auch die werden wieder einfach hineingesteckt in den Bandschleifer, auf den Adapter aufgelegt, Flügelmuttern anziehen, fertig. Nun habe ich ja noch 2 Aluhalter da. Werden diese Aluhalter nun einfach auf die hinteren beiden Schrauben und die Nuten aufgesetzt, mit den Flügelmuttern angezogen. Und da sind sie gut und sicher aufgewahrt, gehen nicht verloren, fliegen nicht in der Gegend herum. Jetzt kann man noch, wenn man möchte, so wie ich das hier gemacht habe, ich habe da noch ein Loch hinter den Adapter gebohrt, 35 mm, durch den der Staubsaugerschlauch hineinpasst. Und daneben nochmal einen 40 mm, um den Stecker mit dem Kabel da durchzustecken, damit das halt nicht auf der Werkbank herumliegt. Einfach mit dem Topfbohrer gebohrt und der Staubsaugerschlauch bzw. die Stecker passen da durch und verlaufen unter der Werkbank lang. Ja, und das war's auch schon. Im Prinzip ganz einfach, man muss es einfach nur umsetzen. Wenn ihr möchtet, schicke ich euch gerne die Baubeschreibung mit den Skizzen zu. Dann müsst ihr mich einfach nur anschreiben in einem Kommentar unter dem Video und dann kriegen wir das schon hin. Ja, wie ihr seht, also im Prinzip mal wieder ganz einfach und simpel gemacht. Bisschen Know-how dabei, ja, man muss auch erstmal darauf kommen. Und ich bin wirklich sehr zufrieden hier mit diesem Werkbankadapterhalter. Ja, um ein Wesentliches besser als hier diese Schraubzwingen, weil wirklich alles bombenfest sitzt und es ist auch mit ein paar Handgriffen ist das ratzfatz umgebaut. Selbst wenn ich ihn nicht auf der Werkbank haben will, kann ich ihn ganz schnell abschrauben, lege ihn an der Seite. Das nimmt ja auch kaum Platz weg, das Ding, ja. Okay, ich hoffe, ihr seid durch meine Erklärungen ein bisschen durchgestiegen und sie waren verständlich genug von mir erklärt. Falls nicht, fragt mich einfach, schreibt es unten in einen Kommentar. Bleibt alle weiter gesund. Denkt dran, Hashtag wir bleiben zu Hause. Wir müssen da noch durch, ja. Denkt dran, es geht um unser aller Leben und hey, was gibt es Schöneres, als diese Zeit in der Werkstatt zu verbringen? Also für mich wenig. Gut, Motorrad fahre ich noch gerne, aber im Moment alle Biker-Treffs sind zu und ja, gut, man fährt dann durch die Gegend, ist auch ganz schön, aber sich da unterwegs mit Leuten treffen, ist ja leider nun auch mal nicht. Also, wie gesagt, ich bleibe zu Hause, bleibt ihr es auch. Nutzt die Zeit und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Annette.